Ich bin die Seba Kayan. Ich bin DJ und Künstlerin aus Wien und ich spiele Oriental Techno und versuche in dem musikalischen Prozess projizierte Identitäten zu dekonstruieren, indem ich so-called Oriental Music in Techno vermische. Ich bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Das heißt, ich bin mit Techno aufgewachsen in Wien und aber auch eben mit der kurdischen Musik und mit der türkischen Musik. Und diese zwei Welten wollte ich auf eine gewisse Art und Weise verbinden. Das Ganze hat begonnen, indem ich gesehen habe, okay, diese Musik wird einfach nicht gespielt. Ich war mit einem Freund in einem Club und dort haben DJs gespielt und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das auch. Und dann hat er gesagt, okay, dann tu es doch einfach. Habe ich gesagt, ja, okay, warum eigentlich nicht? Dann hat er eine Wette mit mir abgeschlossen und hat gesagt, okay, wenn du es innerhalb von einem Monat machst, dann gewinnst du die Wette und wenn du es nicht machst, dann verlierst du die Wette. Und das hat mir nochmal so ein bisschen den Push gegeben, dass ich dann das gemacht habe. Natürlich gab es von einigen Seiten das Feedback, das wird sich niemand anhören, das ist folkloristisch. Aber ich habe gesagt, okay, ich will es einfach mal ausprobieren. Und das Coole ist, dass halt in Wien ich eigentlich eine ziemlich gute Resonanz bekommen habe, ziemlich schnell. Und so hat es einfach begonnen. Ich sage immer ganz gern, dass ich Migrationsvordergrund habe, statt Hintergrund oder gar keinen Hintergrund im Endeffekt, weil was heißt schon Migrationshintergrund? Ich bin ja von nirgends hierher migriert, sondern ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für mich jetzt in meiner eigenen Identitätssuche einfach zu bedenken, weil Identitäten sind fluid. Sie manifestieren sich in verschiedenen Formen. Man kann nicht verheimlichen, das fängt ja schon mal an, wenn ich irgendwo hingehe, dass mein Name anders klingt, dass ich anders ausschaue, das ist schon von klein auf. Das habe ich ja schon im Kindergarten mitbekommen, dass ich halt nicht Sarah heiße, sondern Seba. Und dass meine Eltern nicht zum Heurigen gehen, sondern dass wir am Wochenende ganz andere Sachen machen. Als Jugendlicher war das halt immer, man fühlt sich dann nicht zugehörig, weil man sich denkt, da ist eine Dualität zwischen ihnen und uns. Aber eigentlich gibt es das gar nicht. Das heißt, ich bin genauso Wienerin, Österreicherin, wie ich auch Kurdin oder diese türkische Kultur auch in mir drinnen habe. Aber dieser Prozess bis dorthin hat schon relativ lange gedauert, also das Ganze irgendwie in mir selber zu integrieren. Und ich glaube, Kunst war halt oder Musik war halt ein wichtiger Bestandteil dadurch. Also bei Oriental Techno geht es darum, inwiefern der Begriff Orient in Europa wahrgenommen wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt in den Orient geht, gibt es keinen Orient. Das ist eine sehr eurozentristische, weiße Perspektive. Und ich glaube, da geht es darum, auf zwei Ebenen das Ganze zu dekonstruieren. Auf der einen Seite natürlich zu sagen, okay, wie sehen sich die so-called orientalischen Leute selber mit den ganzen Projektionen? Und wie wird auch dieses Narrativ hier in Wien erzeugt? Das heißt, wie wird jetzt diese Musik wahrgenommen? Wenn man zum Beispiel jetzt auf der musikalischen Ebene geht, dann ist es so, dass es halt Makams gibt. Das sind eben die Microtonality. Das gibt es jetzt in der europäischen Musikart und Weise gar nicht. Ja? Und da geht es darum zu sagen, okay, wie wird das wahrgenommen? Was verbinden die Europäer mit den sogenannten orientalischen Makams, weil es sind sehr viele Projektionen. In Filmen zum Beispiel wird das verwendet, wenn etwas Gefährliches kommt. Es wird verwendet, wenn Klischees aufgebaut werden. Und da geht es zu sagen, okay, wie können wir das dekonstruieren? Wie können wir von einem gewissen erzählten Narrativ weggehen zu einem neuen Narrativ, was uns ja ausmacht, weil ich bin hier zweite Generation, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich habe keine Lust, einfach die ganze Zeit diese Projektionen mit mir herumzutragen. Ich bin vieles, aber ich bin auch gar nichts. In erster Weise geht es darum, auch eine eigene Identity Search zu machen. Das heißt, es geht auch sehr viel um meine eigene Identität, wie meine Identität von mir selber wahrgenommen wird.
Und das mache ich im Endeffekt mit dem Publikum gemeinsam. Also den Tanz, den ich eigentlich immer am Ende von meinem Set mache, heißt Halai. Und Halai ist ein Tanz, den wir auf kurdischen Hochzeiten stundenlang tanzen. Und was mich schon immer fasziniert hat an Halai ist, dass sich einfach Leute, die sich nicht kennen, auch auf Hochzeiten oder auf irgendwelchen Festlichkeiten, einfach total nah beieinander sind. Ich kann jederzeit in diesen Kreistanz, obwohl ich die Leute nicht kenne, einsteigen. Und das ist sehr willkommen. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, darf ich rein? Und du gibst dann den kleinen Finger hoch und du klingst dich ein in diesen Tanz. Dieses Verbindende von sich in ein neues Konzept, also in ein neues System einzuklinken und immer im gleichen Schritt zu tanzen und das für Stunden, hat etwas sehr Meditatives und etwas sehr Schönes. Und da lade ich immer am Ende von meinen Sets, lade ich immer die Leute ein, das zu tanzen und es berührt mich immer, wenn das passiert.